Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, der Modular Combat Pack 24 SL. Wir haben es euch bereits auf den vorhergegangenen Messen kurz angeteasert. Ganz neu in diesem Jahr ist der Combat Pack 24 SL. Für alle, die mit Tasmanian Tiger ein bisschen vertraut sind, die werden wissen, dass es den Combat Pack schon mal gab oder auch gibt nach wie vor. Und zwar den Modular Combat Pack ohne 24 und SL. Ich habe sie mal hier beide für euch nebeneinander, damit ihr euch direkt auch mal einen Überblick verschaffen könnt, wo die Unterschiede liegen. Beim Combat Pack ohne 24 SL im Namen ist die Größe bei 22 Litern und hier beim neuen Pack ist die Größe schon im Namen mit integriert. Die 24 SL sagt schon 24 Liter. Ihr habt also 2 Liter mehr Volumen bei der neuen Variante und man sieht auch schon ganz klar den großen, deutlichen Unterschied auf der Front. Anstelle von 2 aufgesetzten Außentaschen habt ihr jetzt 3 für ein bisschen detailliertere Organisation. Wir steigen einmal kurz ein in die Spezifikation und dann schauen wir uns nochmal die Details an. Der Modular Combat Pack 24 SL ist 54 cm hoch, 29 cm breit und in der Tiefe hat er 18 cm. Das heißt, er ist 4 cm höher als der alte Pack, die Breite ist gleich geblieben und von der Tiefe her, sagt TT, sind es hier 4 cm mehr. Wenn ich die jetzt mir mal beide so nebeneinander anschaue, hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie voll man die beiden Packs knörzt. Wir haben jetzt hier beim alten die Frontfächer relativ vollgepackt, während wir das beim neuen nicht gemacht haben. Allerdings kann man hier schon mal ganz klar sehen, der alte Modular Combat Pack hat 3 Reihen Pals Laser Cut, während der neue nur 2 hat, aber aufgepasst. Hier sieht man, die sind natürlich auch in die Mitte gerückt. Ne? Also darf man nicht jetzt denken, der ist jetzt ein Pal schmäler. Wenn man das Ganze jetzt wieder einrücken würde, könnte der auch wieder 3 haben. Ich würde sagen, plus minus 1 Zentimeter muss man da ab und zu geben, aber im Großen und Ganzen sind wir da ungefähr gleich von der Tiefe, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, Höhe ist deutlich. Die 2 Liter hat er auf jeden Fall auch mehr. Nur bei den Maßen würde ich vielleicht sagen, dass man da, je nachdem, wie voll man die Fronttaschen und das Hauptfach packt. Ja, vom Gewicht her sind sie auch sehr nah beieinander. Der alte Pack hatte 1,6 Kilogramm, der neue hat 1,7 Kilogramm, also 0,1 Kilogramm oder 100 Gramm. Schwerer ist der neue Pack, das liegt natürlich am neuen Tragesystem, da sage ich gleich was zu, aber ansonsten auch da wieder relativ nah beieinander. Beim Material hat man hier auch nochmal einen neuen Weg gewählt, während der alte Pack komplett aus 700D Cordura gefertigt worden ist, ausgenommen natürlich hier Steingrau Oliv, da ist er 500D Cordura, ist der neue Combat Pack 24 SL in einer Mischvariante zu haben. Das heißt, er besteht aus 700 und 500D Cordura, wobei man hier im Hauptbereich auf 500D Cordura gegangen ist und im Bodenbereich eben ein etwas stärkeres Cordura eingesetzt hat, einfach damit der Pack ein bisschen mehr Robustheit auf dem Boden besitzt. Wenn wir jetzt schon gerade beim Boden sind, dann können wir den auch gleich abhandeln. Ihr seht kein Molle im unteren Bereich oder beziehungsweise keine Palschlaufen, die hier vorhanden sind. Das finden wir immer ein bisschen schade, wenn man hier keine Option hat, um nochmal zusätzlich eine Isomatte anzubringen. Hatte aber auch der alte schon nicht. Das heißt, in dieser Modellreihe muss man einfach damit leben. Andere Packs von TT haben das durchaus, nur eben diese hier nicht. Ja, ansonsten Laser-Cut-Molle über die kompletten 3 Fronttaschen, kombiniert mit der Daisy Chain. Das ist ja seit Neuestem bei TT der letzte Schrei und das finden wir auch tatsächlich der richtige Schritt in die richtige Richtung. Anstelle von großen Laschen hat man hier eben jetzt die Daisy Chain, um dann mit Shockcord arbeiten zu können. Hier haben wir mal eine außen angebracht. Ihr habt im Lieferumfang hier enthalten 3 Stück, während 2 etwas kürzer sind und eine Shockcord ist ein bisschen länger. Die haben wir hier außen angebracht, die anderen dann innen. Die zeigen wir euch dann, wenn wir in die Taschen reingehen. Ja, also Daisy Chain, wie ich es gerade gesagt habe, vorhanden auf allen 3 Taschen, um eben damit arbeiten zu können. Im oberen Bereich nochmal ein Klettfeld und dann gucken wir uns mal die Seiten an. Auch hier hat sich was getan im Vergleich zum Vorgänger. Wenn wir hier mal schauen, sieht man schon mal ganz klar, wir haben 2 Kompressionsriemen im Vergleich zu einem Kompressionsriemen.
deutliches Plus nach vorne. Ein kleines Manko, zumindest für mich. Manche Leute mögen das ja tatsächlich nicht, aber ich bin immer ein großer Freund von offenen Einschubtaschen für Trinkflaschen. Kann man natürlich hier per Lasercut Molle nachrüsten, ist aber von Haus aus nicht mit dabei. Dafür aber eben 2 Kompressionsriemen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen tatsächlich dann auch ein Schritt nach vorne. Ja, ansonsten noch eine Verbesserung, die wir sehr gut finden, und zwar ist das hier die Lösung, wie die Kompressionsriemen angebracht sind. Ihr seht das hier schon. Hier sind sie fest vernäht. Ich habe keine Möglichkeit, hier was zu ändern. Hier habe ich vorne die Möglichkeit, das Ganze auszuhängen. Und das hat den Riesenscharme, dass ich jetzt hierher gehen kann. Und wenn ich den ausgehängt habe, kann ich hierher gehen und kann den Punkt umsetzen. Ich habe nämlich hier noch eine zweite Schlaufe. Gerade ein bisschen fummelig so blind, weil ich nicht sehe, wo meine Öffnung ist. So, jetzt habe ich es. Ja, also ich kann quasi entweder hinter oder vor dem Reißverschluss das setzen. Und das ist ja auch häufig ein Kritikpunkt, den wir von euch auch immer in den Kommentaren hören bei diversen Rucksäcken und Herstellern, dass hier Kompressionsriemen über den Reißverschluss gehen. Viele finden das total beschissen oder total blöd, dass man dann eben den Reißverschluss nicht komplett öffnen kann, sondern dann immer erst den Kompressionsriemen öffnen muss. Ich sage, es hat seine Daseinsberechtigung, weil ich natürlich dann eben in der Lage bin, den Rucksack nur teilweise zu öffnen. Und das ist hier eben genau der Fall. Ich kann dann sagen, ich will jetzt, dass der Rucksack zum Beispiel nur bis hierhin aufgeht und setze das hier unten rein. Und dann habe ich den unteren Bereich, wo ich vielleicht irgendwas drin habe, was nicht rausfallen soll. Das bleibt dann immer geschützt, weil die Frontklappe eben nicht so weit aufgeht oder eben halt auch nur bis hierhin. Und so habe ich dann quasi einen Toploader, kann aber jederzeit einen Frontloader daraus machen, indem ich die Kompressionsriemen öffne. Dazu muss ich natürlich nicht diese Haken öffnen, sondern kann dann hier auf der Seite auch öffnen mit einem Schnellverschluss. Aber das wäre eben dafür gedacht. Weiterhin hat man dann den Vorteil, dass die Kompression nicht den Reißverschluss beanstandet oder unter Druck setzt. Ja, wenn ich jetzt den Rucksack zusammen komprimieren will und diesen Punkt hier wähle, dann habe ich vielleicht ein Problem, dass ich mir den Reißverschluss zu sehr auseinanderziehe und dadurch eventuell ein Problem verursache. Und hier kann ich eben den Reißverschluss mit in die Komprimierung mit reinpacken. Das ist eine ganz coole Sache. Das finden wir definitiv eine sehr, sehr gute Verbesserung an diesem Rucksack. Ja, die Hüftflossen sind gleich geblieben. Das ist hier auch ein bekanntes Modell, das auch bei anderen Rucksäcken von TT im Einsatz ist. Ist eine Hüftflosse, die eingesteckt wird, also keine durchgängige, sondern eine zweiteilige mit aufgesetzten Taschen. Von den Hüftflossen gehen wir direkt aufs Rückentragesystem und auch da hat sich einiges getan und das auch zum Guten hin. Ich meine, das Padded Back System ist kein schlechtes Tragesystem, Gott bewahre, das ist tatsächlich ein gutes Tragesystem, aber das Y2 Tragesystem, was jetzt hier verwendet wird, ist in meinen Augen die vernünftige Variante, gerade wenn es um einen Rucksack geht für dieses Einsatzszenario, sage ich mal. Der Rucksack heißt ja 24 SL. SL steht für Small Long, das heißt, man kann diesen Rucksack mit einem relativ kurzen Rücken oder mit einem relativ langen Rücken auch tragen. Ja? Das heißt, ich habe hier deutlich mehr Verstellmöglichkeiten, die ich hier überhaupt nicht habe. Ihr kennt das ja von den Tragesystemen von TT, die hier in der Mitte auch ein bisschen Spiel haben. Die gehen aber nicht so weit runter. Also ich bin jetzt gerade in der tiefsten Position, die ich noch nutzen kann, wenn ich hier alles sauber verkletten will. Ja? Und das wäre meine kürzeste Rückensetting, die ich hier habe. Ich kann nochmal 6 Stufen nach oben gehen. 5 Stufen nach oben gehen. Ich bin jetzt in der 6. Stufe. Während ich hier eben damit leben muss, welche Höhe ich habe und ich maximal hier mit den Schulterträgern ein bisschen variieren kann. Weitere Neuerungen sind die Loadlifter Straps. Auch das ist eine gute Sache, gerade auch wenn man hier ein Tragegestell hat, was eben von der Höhe nochmal justierbar ist. Da macht es durchaus Sinn, dass die nochmal rangezogen werden kann. Das hatte der alte Combat Pack auch nicht. Warum ist es denn von Vorteil, wenn ich doch mit dieser Rückenlänge und diesem Pack hier wunderbar zurechtgekommen bin und jetzt hier diese Möglichkeit habe, das Ganze eben nochmal kürzer oder länger zu machen? Gerade in Bezug auf den Namen Combat Pack. Das kann ich euch sagen, denn gerade in diesem Setup hat man eventuell eben nicht die Möglichkeit, den Rucksack so zu tragen, wie man ihn normalerweise tragen würde. Das heißt, in einem Kampfszenario, wenn ich mit einem Plattenträger arbeite, mit einem Chest-Rig arbeite, sei es mit einem Koppeltragegestell wie bei der Bundeswehr oder auch wirklich mit einem Beltkit, wie es die Briten nutzen. Also irgendwas, was mir hier im unteren Rückenbereich nochmal blockiert, wo ich mit einem Hüftgurt oder mit einem Rucksack nicht gut arbeiten kann, hätte ich hier eben die Möglichkeit, das Ganze kurz zu machen
um eben den Rucksack höher zu bringen und dadurch eben den unteren Bereich wieder frei zu bekommen. Also tatsächlich in dieser Konstellation eine sehr, sehr coole Lösung. Ich weiß nicht, ob TT das da im Fokus hatte oder einfach nur große und kleine Menschen mit dem Rucksack bedienen wollte, aber das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, den man da beachten kann. Ja, der Vollständigkeit halber, die Hüftflossen lassen sich natürlich entfernen. Mit viel Klett. So sehen sie dann aus, die einzelnen Flösschen, innen mit Mesh gepolstert, außen die Tasche. Und das Schöne ist jetzt tatsächlich hier auch im Vergleich zu anderen Systemen, dass der Hüftgurt unabhängig vom Träger ist. Das heißt, der ist sehr, sehr schnell abmontiert. Ne? Gerade wenn ich jetzt auch sage, ich habe jetzt vielleicht für den Marsch ins Einsatzgebiet den Hüftgurt benutzt und mein Battlebelt im Rucksack gehabt und möchte jetzt aber den Rucksack nutzen und die Hüftflossen nicht mehr, kann ich die relativ schnell abmontieren, ohne dass ich hier noch das Gurtsystem vorher umsetzen muss. Das ist tatsächlich eine coole Sache, um das eben schnell mal umzumodeln. Ich nehme den hier auch nochmal raus, dann haben wir der Vollständigkeit halber ihn auch komplett gestrippt. Ja, dann das eigentliche Tragesystem ist ähnlich aufgebaut wie das Padded Bag System. Das heißt 2 breite Streifen mit Mesh, um eben hier gute Polsterung zu gewährleisten. In der Mitte leichte Polsterung und ein etwas vertiefter Bereich, um eben eine Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Schulterträger ebenfalls mit Mesh gepolstert. Relativ dünn, dafür eben aber von der Polsterung etwas dicker. Lastenkontrollriemen haben wir eben schon gesagt, D-Ringe, ein höhenverstellbarer Brustgurt ist hier auch noch vorhanden mit einer Fastex-Schnalle und dann hier auch wieder zum Schnelllösen Fastex-Schnallen, die nochmal eingefasst sind in Elastikband, damit man sie eben nicht sieht, um den Rucksack auch bei Bedarf schnell abwerfen zu können. Last but not least an der Außenseite der obere Bereich. Ihr habt hier einmal natürlich einen Haltegriff, das ist gleich geblieben und auch der Wasserauslass oder der Trinkschlauchdurchlass hier, der ist auch beim alten und beim neuen in der Mitte. Das finden wir immer super, weil dann kann man sich hier dann aussuchen, über welche Schulter man den Trinkschlauch nutzen möchte. Ja, dann gucken wir uns mal die Fronttaschen an. Die obere Tasche ist Tasmanian Tiger typisch. Das heißt, ihr habt bei allen hier übrigens YKK-Zipper mit 2 umlaufenden Schiffchen. So haben wir das gerne. Und hier hat man den typischen Admin-Bereich, den wir lieben und kennen von TT, mit einem D-Ring in der Ecke, mit einer geschlossenen Kletttasche, die auch nochmal hinten dran einen Einschub hat für flachere Gegenstände. Nebendran das gleiche oder in der gleichen Größe nochmal eine offene Mesh-Tasche, wo ich Gegenstände reinpacken kann. Hier im unteren Bereich ist nochmal ein Streifen Klett zu finden, wo ich dann auch nochmal mit Organisern arbeiten kann. Und auf der gegenüberliegenden Flappenseite ist hier eine große Mesh-Tasche mit Reißverschluss, die nochmal separat verschließbar ist. Taschenvolumen 2 Liter. Mittlere Tasche, Taschenvolumen 1 Liter. Und hier etwas weniger Organisation, dafür nicht schlechter, sondern eigentlich relativ cool gelöst. Denn hier hat man die Daisy Chain in 3 Reihen vernäht, wie ihr hier sehen könnt. Und da haben wir jetzt die 2. und 3. Bungee Cord verwendet, die wir mitgeliefert bekommen haben. Wenn ich die nämlich hier in so einem Schlaufensystem verpacke, dann habe ich hier den Vorteil, dass ich hier Gegenstände wunderbar fixieren kann in der Tasche, ohne dass sie rausfallen. Und dadurch auch diese Sachen nicht alle im Taschenboden nach unten sacken. Ja, das hat man ganz oft. Man hat mehrere Gegenstände beim Laufen durch die Bewegung. Dann sammelt sich irgendwann alles unten in der Tasche und eigentlich ist dann das Taschenvolumen gar nicht optimal genutzt. Und so bin ich eben in der Lage, die Gegenstände perfekt zu organisieren, um sie hier dann auch an ihrer Position zu halten. Letzte Tasche, wieder 2 Liter, 212. Auch hier wieder, wie eben schon zu sehen, die Daisy Chain auf der Rückenseite. Hier aber nochmal unterlegt mit 2 Streifen Klett. Das heißt, hier könnt ihr auch mit Klettmodulen von Tasmanian Tiger arbeiten, um dann eben verschiedene Kletteinsätze nutzen zu können. Die Daisy Chain ist hier, wie ihr sehen könnt, auch anders orientiert, nämlich nicht horizontal, sondern vertikal. Das heißt, hier habe ich nochmal andere Möglichkeiten,
um die Sachen zu verstauen. Auch hier nochmal eine kleine Einschubtasche. Dieser ist allerdings mit dem Wabenmaterial, mit dem durchsichtigen von TT ausgestattet, was mir einen direkten Blick auf den Inhalt gewährleistet. Und hier habe ich dann nochmal Platz für ein paar kleine Gegenstände, die ich mitführen möchte. Ab ins Hauptfach. Wir haben hier einen richtig fetten YKK-Zipper mit 2 Schiffchen, der das Hauptfach komplett öffnen lässt. Wie schon gesagt, hier könnt ihr dann mit den Kompressionsriemen den Stopper setzen, wo ihr wollt oder auch nicht. Wenn ihr nicht nutzt, habt ihr auf jeden Fall direkt Zugriff auf das komplette Hauptfach. Ja, das ist wie bei TT üblich inzwischen mit Lasercut-Molle Klett hinten ausgestattet, um hier eben die Möglichkeit zu geben, nochmal zusätzlich mit Klettmodulen oder Molle-Taschen arbeiten zu können. Im oberen Bereich auch TT-typisch ein Klettaufhänger und ein Ösenaufhänger für Trinkblasen. Ihr seht es hier, wir haben hier eine 2 Liter Trinkblase, da passt locker eine 3 Liter Trinkblase rein. Wäre also überhaupt kein Problem, diese hier auch noch unterzubringen. An den Seiten, auch das ist geblieben vom Combat Pack in der ersten Version, die kleinen Mesh-Einschübe finden wir super, gerade um nochmal Organisation an den Seiten zu schaffen, sind die eigentlich perfekt. Auf der Flappenseite, auch das ist gleich geblieben, habt ihr hier ein Reißverschlussfach nochmal für Gegenstände in Handgröße, zum Beispiel ein paar Handschuhe oder ein Geldbeutel, irgendwas, wo ihr einen schnellen Zugriff drauf braucht, aber eben nicht auf der Außenseite, hättet ihr hier auf der Innenseite nochmal die Möglichkeit. Den Zugang zur Rückenplatte habt ihr hier einmal mit Klett. Das hat man bei Tasmanian Tiger Rucksäcken häufig, das finden wir auch tatsächlich gut, dass man einfach in der Lage ist, das Ganze hier auch mal zu entnehmen. Das wollen wir euch ja auch nicht vorenthalten. Ist ein leichtes Polymer, verstärkt mit einer Aluminiumstrebe. Und die ist vorgeformt, lässt sich hier oben auch nochmal entnehmen und kann dann eben bei Bedarf auch nochmal nachgeformt werden. Da kommt sie. Zack. So ist sie für die meisten Rücken schon meiner Meinung nach kompatibel, aber wie gesagt, wer da nochmal dran rumschrauben möchte, kann das dann natürlich auch tun. Und hier sind nochmal Aussparungen, um Gewicht zu sparen. Eine letzte Änderung oder Feature, wie man das auch immer nennen möchte, zum Combat Pack gegenüber dem Modular Combat Pack 24 SL haben wir euch noch vorenthalten. Und zwar ist das hier die Halterung für Stöcke oder sonstige Gegenstände, Eispickel, was auch immer ihr machen wollt. Ihr habt hier unten ein Laminat-Tab aus Laminat mit 2 Ösen, um hier entsprechend mit einem Bungee arbeiten zu können. Und hier in der Version beim Combat Pack habt ihr 2 Schlaufen aus Gurtband gehabt, die ihr eben dann auch nutzen konntet. Das hier ist natürlich weniger zum Hängenbleiben und ein bisschen modularer, während die alte Lösung halt schon direkt so fertig ist, dass man was reinstecken kann. Und hier muss man halt eben noch nacharbeiten. Aber der Vollständigkeit halber, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Dann können wir ja mal direkt ins Fazit übersteigen. Ja, grundsätzlich erstmal können wir sagen, dass der Modular Combat Pack 24 SL in vielen Punkten eine Verbesserung darstellt gegenüber dem Vorgänger. Ein kleiner oder eine Verschlechterung in unseren Augen, das muss wie gesagt nicht auch in euren Augen sein, ist das Wegfallen der Trinkflaschentasche. Die lieben wir einfach, die hätten wir gerne gehabt. Aber ansonsten wirklich nur Vorteile. Wir finden es total vorteilhaft, dass wir jetzt 3 Taschen für die Organisation haben. Das mit den 2 Taschen ist zwar sicherlich nicht schlecht, aber hier hat man einfach eben nochmal für die verschiedenen Gegenstände mehr Optionen. Wir finden es super, dass man hier die Kompressionsriemen jetzt mal 2 hat und eben auch sie versetzen kann. Und absoluter Gamechanger ist natürlich auch das Tragesystem, weil man das einfach nochmal viel universeller nutzen kann als in der alten Version. Welcher jetzt der richtige Pack ist für euch, das müsst natürlich am Ende des Tages ihr entscheiden. Aber wir sagen euch, dass es einer von beiden auf jeden Fall ist. Ja, den Modular Combat Pack 24 SL von Tasmanian Tiger bekommt ihr überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.
Podcast.